Hola, ¿qué tal? Ich wollte heute über die Bedürfnisse von Auswandererkindern sprechen. Wir sind jetzt hier in Paraguay und ich habe schon einige Beobachtungen machen können. Bis jetzt meine Erfahrung war mit Familien, mit Eltern in Österreich und in den USA. Dort fällt mir auf, dass die Eltern eher sehr involviert sind in das Leben ihrer Kinder, in das Leben der Schüler. Sie wollen wissen, was läuft gut, was läuft schlecht, wo können sie helfen. Es ist fast so ein bisschen so, als würden sie den Kindern nicht so viel Freiraum geben. Die positive Seite jedoch ist, dass die Kinder immer eine Unterstützung haben der Eltern. Also das hat alles Negatives und Positives. Aber jetzt, was mir in Paraguay auffällt, ist wieder ganz was anderes. Die Eltern hier, mit denen ich mich unterhalten habe, vermitteln mir den Eindruck, dass sie andere Ideen, andere Zukunftsvisionen haben für ihre Kinder. Hier geht es weniger darum, was machen sie gut, was machen sie schlecht. Was diesen Eltern wichtig ist, dass die Kinder Selbstverantwortung lernen. Dass sie selbst ihre Schulaufgaben erledigen, dass sie selbst vielleicht im Haus, im Garten, in der Landwirtschaft oder was auch immer dann die Familie hier hat, dass sie sich hier gut einbringen können und ihr eigenständiges Leben haben. Das ist auch sehr lobenswert, ich finde das wunderbar. Also es geht vielmehr darum, wie können sie selbst gut lernen und sich um ihr eigenes Leben kümmern, ihr eigenes Leben bilden, ohne dass sie immer die Hilfe von den Eltern brauchen. Fachlich ist es meistens so, dass diese Kinder die Grundvoraussetzungen aus Deutschland, aus Österreich haben. Also die Grundvoraussetzungen für fachlich, die Fächer in der Schule sind gegeben. Außer vielleicht beim Spanischunterricht. Dann kommt noch dazu der Distanzunterricht. Manche Schulen sind noch im Distanzunterricht, manche haben schon Präsenzunterricht, manche haben eine Woche diese Gruppe, eine Woche die andere Gruppe. Also da kommt nicht wirklich eine Regelmäßigkeit rein. Und das trägt alles dazu bei, dass Schüler, dass Jugendliche, dass Kinder sich schwer in einer neuen Kultur zurechtfinden, weil das bietet keine Sicherheit, wenn kein reguläres Leben stattfindet. Ist aber in dieser Zeit, in der wir leben, so. Deswegen schauen sich diese Eltern auch vermehrt nach einer Hilfe, wie sie die Selbstständigkeit ihrer Kinder fördern können. Also es gibt hier sehr viele Themen, die man näher betrachten kann. Und mich würde es interessieren, was ihr denkt, welche Kompetenzen unsere Kinder, unsere Schüler, besonders die in Auswandererfamilien, vermittelt bekommen sollen, um sich in einer neuen Kultur gut zurechtzufinden. Nicht nur in einer neuen Kultur, sondern auch im Leben der Jugend. Die Jugend ist geprägt von Übergängen. Übergängen in der Schule, Übergänge mit Freunden, mit Peer Group, mit Familie, überall verändert sich was im Leben der Jugendlichen. Also mir würde interessieren, euer Input, eure Denkanstöße, was ihr denkt, welche Fähigkeiten besonders wichtig sind für unsere Jugendlichen. Im Psychologiestudium und in meiner Zeit als Lehrerin und als Coach sind mir folgende Schwerpunkte aufgefallen. Das wäre zum einen das Zeit- und Organisationsmanagement. Weil Schüler einfach oft unorganisiert sind, nicht ganz genau wissen sollen, wie sollen sie ihre Zeit einteilen, wo haben sie ihre Sachen. Wenn man hier mal Struktur reinbringt, wird das auch im Großen, im Leben einfacher, hier Struktur reinzubringen. Das zweite wäre Motivationssteigerung. Wie finden Sie Motivation? Vielleicht bei Demotivation, bei Hoffnungslosigkeit oder wenn Sie sich einfach überwältigt fühlen durch neue Gegebenheiten, wie eine neue Kultur, neue Sprache, neue Freunde. Und fachlich bei Schülern, besonders im Alter um 15 bis 18, ist wichtig, wie das Gedächtnis funktioniert, dass sie verstehen, wie sollen sie sich am besten vorbereiten, um sich etwas lange Zeit zu merken, dass sie nicht nur für den Test morgen lernen, sondern dass sie sich Dinge auch Langzeit merken, dass sie wissen, wie oft sollten sie was wiederholen. Diese Art von Testvorbereitung ist wichtig für das ganze Leben, weil man muss sich ja immer wieder Dinge merken. Also wie ihr seht, es gibt so viele Themen, die man hier behandeln kann, die in der Schule, im Unterricht einfach nicht vermittelt werden. Und hier freue ich mich jetzt auf eure Ideen, auf eure Denkanstöße, welche Fähigkeiten besonders wichtig sind für Jugendliche in Auswandererfamilien in Paraguay oder sonst wo auf der Welt. Also schreibt es mir, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich von euch zu hören und ich würde es gerne im nächsten Video besprechen.